Also wir befinden uns hier auf den Flächen der Norica, der Nordring Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH in Groß-Lüsewitz. Und dieser Betrieb ist der Betrieb in Kröpelin. Und die Norica hat sich 1995 firmiert mit unseren jetzigen Gesellschaftern. Das war die ehemalige DDR Forschungs- und Züchtungsgesellschaft. Und in den Lagerhäusern Kröpelin, Sahnitz, Linnenhof, heute gehört auch noch Westerdeich bei Wittmund, Carolinensiel und Rügen dazu, werden Kartoffeln eben in hohen Anbaustufen, sogenannten Pre-Basics, vermehrt. Und gesamtmäßig haben wir in der gesamten Norica ungefähr eine Anbaufläche von 1500 Hektar. In Kröpelin werden knapp 700 Hektar angebaut. Durch unsere Gesellschafter, die deutsche Kartoffelverarbeitungsbetriebe haben, züchten wir natürlich im starken oder vermehrt Verarbeitungskartoffeln im Chipsbereich und Pommesbereich, aber auch in der weiteren Verarbeitung, Troca. Wir haben aber auch sehr gute Speisesorten im Portfolio. Somit sind wir eigentlich breit aufgestellt. Ja, die Herausforderungen sind im Endeffekt schon in der gesamten Logistik. Wir sind hier in Mecklenburg, ein sehr großes Bundesland. Wir bauen nur alle 6 bis 7 Jahre auf derselben Fläche Kartoffeln an. Und da liegt natürlich die Herausforderung, die Pflanzkartoffeln in der Pflanzsaison zum Acker zu bekommen. Wir sind ja auch eine Endmoränenlandschaft, das heißt, wir separieren die Böden vorher und legen dann in dieses entsteinte und entglutete Beet dann die Pflanzkartoffel, um auch eben möglichst hohe Qualitäten zu erzielen, dementsprechend guten Ansatz zu haben und eben auch allgemein die äußerlichen Qualitäten eben hochzuhalten. Wir bauen hier auf dem Betrieb ca. 55 bis 60 Sorten an. Zu jeder Sorte gehören aber unterschiedliche Altersstufen. Und aus dem Grunde habe ich hier ca. 150 Partien von 55 Sorten. Wir können ruhig im Januar schon anfangen, da haben wir es noch mit der alten Ernte zu tun. Und da ist es so, dass wir aufgrund der Größe natürlich im Schichtbetrieb, Zweischichtbetrieb, die Kartoffeln sortieren und fraktionieren auf das richtige Maß. Das zieht sich bis März, Anfang April hin. Dann werden Anfang bis Mitte April werden die Böden vorbereitet. Das heißt, Grunddünger gestreut, vielleicht auch schon mal die ein oder andere Lehmkuppe flach übergearbeitet. Und dann, je nachdem wie die Böden abgetrocknet sind, werden wir hier dann so ab halbem April, 15. April, fangen wir dann auf den milderen Böden an zu separieren. Das heißt, erst kommt der große Beetfluch, der 3 Beete vorlegt. Dann sind 4 Separierer, die im Schichtbetrieb arbeiten, 24 Stunden. Und dann kommen die Sechsreiher, die das Ganze einpflanzen. Und was 2 Separierer im Schichtbetrieb schaffen, schafft eine Sechsreiher-Pflanzmaschine in der Tagesschicht. Ja, so ist im Endeffekt der Werdegang. Gleichzeitig pflanzen wir auf 3 Feldern. Und da liegt natürlich eine ganz große logistische Herausforderung, dass die richtige Sorte im Lager verladen wird und auf das richtige Feld kommt. Und
Und wie gesagt, dann eben auch die Entfernung dabei sind. Ja. So, und dann gleichzeitig gehört natürlich auch zur Vorbereitung, dass jeder Pflanzmaschinenfahrer einen vorbereiteten Pflanzzettel bekommt. Das ist dann mit Google Earth, haben wir das Bild ausgedruckt. Dann geht es darum, an welchem auf welcher Seite wir anfangen, mit welcher Sorte, welcher Anbaustufe. Da sind natürlich vielfältige Überlegungen im Vorfeld schon, welche Sorte passt zusammen, etc. Reifegruppen werden zusammengenommen, damit man nachher auch im Herbst quasi das Feld möglichst geschlossen roden kann, um das dann auch wieder quasi fürs Getreide eben frei zu bekommen und nicht nachher auf 10 Feldern überall noch eine Restpartie zu haben. Mhm. So, dann muss man sich das vorstellen, unser Ziel ist es möglichst, diese knapp 700 Hektar in 3 Wochen zu pflanzen. Das gelingt uns nicht immer. Dieses Jahr hatten wir ein sehr spätes, kaltes Frühjahr, wo mit einigen Starkniederschlägen bis 55 mm Regen, was uns natürlich dann auch ausgebremst hat. Aber am Ende sind wir doch irgendwo mit 4,5 bis knapp 5 Wochen haben wir es dann geschafft. So, wenn das dann der Fall ist, dann laufen die ersten Partien meistens ja auch schon auf Anfang Mai oder Mitte Mai. Und dann, wie gesagt, erfolgt die Herbizidspritzung. Nach dem Auflaufen, sobald 30% ungefähr aufgelaufen sind, da wir es ja hier oben sehr hohe Anbaustufen haben, wird dann quasi mit Insektiziden schon behandelt, um danach, sobald die Stauden eine gewisse Größe haben, man sagt immer, wenn 2 Reihen sich knapp berühren, dann fängt dann die Fungizidstrategie an, indem wir eben die Phytophthora bekämpfen. So, dann gibt es unterschiedliche Reifengruppen, also von 80, 90 Tagen bis später auch 150 Tage. Die werden dann natürlich auch nachher noch Reife gesteuert. Ist das eine, dass man über die Düngung viel steuert. Pflanzkartoffeln benötigen nicht viel Stickstoff. Und aus dem Grunde möchte man da möglichst das gering halten, damit die Kartoffel natürlich, die braucht ja nicht zu dick werden, weil wir ja Pflanzkartoffeln produzieren, schon nach ihrer normalen Vegetationszeit leicht in die Abreife geht. So, und das fördern wir danach nochmal, indem wir eine mechanische Krautabtötung machen, also Krautschlägeln, oder dann eine einmalige oder zweimalige auch Sekation vornehmen. Also wir haben hier oben an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern relativ schwere Böden. Eine Herausforderung liegt natürlich in der Endmoränenlandschaft, also in der sehr kupierten Landschaft. Die Bodenverhältnisse sind hier oben schon, wir haben einen sehr tonhaltigen Boden, der auf jeden Fall separiert werden muss, um im Endeffekt A, die Kluten und B, durch die Endmoräne natürlich auch die Steine aus dem Beethorizont quasi zu entfernen. Deshalb separieren wir ja auch und da werden die Steine quasi im Acker gelassen, aber neben dem Beet abgelegt. So, klimamäßig sind wir hier natürlich in einer Gesundlage. Das ist für den Kartoffelanbau eine ganz herausragende Sache. Das heißt, aufgrund der Seenähe sind wir hier, es ist immer windig, was beim Spritzen nicht ganz einfach ist, aber aus dem Grunde haben wir natürlich jetzt auch die Twinforce vorher schon in Betrieb gehabt und jetzt eben neu wieder angeschafft. Und wir haben hier relativ wenig Blattläuse, Zikaden und andere Vektoren, die gerade bei uns für die Kartoffelvermehrung und für die Züchtung eben ganz entscheidend sind, dass die wenig da sind. Ja. Und das wäre so. Qualitätsmäßig setzen wir hier unter anderem eben Unterfußdüngung ein, um noch gezielter quasi Nährstoffe an die Kartoffel zu bringen. Des Weiteren, wir haben in trockenen Jahren setzen wir auch gerade zum Knollenansatz, um auch Schorf zu minimieren, die Beregnung ein.
Da haben wir einen Teil des Betriebes auch als Beregnungsfläche. Das wird eingesetzt. Und eben auch natürlich auch die chemische Variante, indem wir im Endeffekt die Vektoren, also Blattläuse etc. Eben chemisch bekämpfen. Unkrautfreiheit gehört genauso dazu, um einen gleichmäßigen Fluss zu haben, quasi beim Roden, aber auch um im Endeffekt auch den Vektoren, wie soll ich das jetzt sagen, quasi auch zu entziehen, weil weil Unkraut auch zum Teil eben Wirtspflanzen sind. Das sind eben die Sachen, die 3 Säulen, also Unterfußdüngung, natürlich eine optimale Bodenbearbeitung, Beregnung und zu guter Letzt natürlich gerade für die chemische Variante eben auch eine vernünftige Spritztechnik. Also gehört habe ich schon vor 25 Jahren. Da war ich noch auf einem anderen Betrieb in Niedersachsen und da hatte der Nachbarbetrieb eben eine Hardy mit Luftunterstützung und das war auch ein großer Kartoffelbaubetrieb und da hatte ich so das erste Mal Berührung damit und ich muss sagen, das hat mich dann auch eindeutig auch überzeugt, weil gerade bei den blattstarken Sorten, die im Endeffekt, die können dann ohne weiteres auch mal so bis Brusthöhe gehen. Da ist es eben wichtig, dass dann quasi das Dächerdach geöffnet wird durch die Luft und dass der Wirkstoff und die Mittel auch bis an den Stängel geraten und nicht quasi in den obersten 2 Blattetagen abgefangen werden, sondern dass es quasi bis an den Stängel und auch in die unteren Blattetagen quasi eindringt. Temperaturen gerade um die 20 Grad rum. Das ist so, wo die Kartoffel das liebt, wo einfach Wachstum stattfindet. Ja, und gerade jetzt muss man ja sagen, wir stehen kurz vor der Blüte hier und der Knollenansatz ist dann auch schon da. Auch reichlich, ne? Ja, reichlich. Und es gibt Sorten, die blühen stärker und welche auch wieder schwächer, aber hier, wie gesagt, haben wir eine sehr schöne Blüte. Und das ist eigentlich auch ein optimaler Bestand. Ja. So, und bei den Pflanzkartoffeln ist es so, wir pflanzen ungefähr 50.000 Knollen auf den Hektar. Und also wenn das so weitergeht mit dem Wetter, wir müssen es natürlich noch ernten. Der Bauer sagt ja immer, was weiß ich, naja, man kann es erst dann sagen, wenn man es in der Scheune hat. Aber das ist so. Und jetzt ist es wichtig, wenn diese Bestände schließen, es gibt ja auch Sorten, das sind Stängeltypen und welche, die ein bisschen mehr weiter auseinanderfallen, dann ist es wichtig, dass auch mal die Spritze quasi hier weiter eindringt. Direkt rein kann. Richtig rein kann. Die Luft öffnet das ganze Dach. Ja. Und dann ist es so, dass man hier quasi an den Stängel und an die unteren Blattetagen, da muss man drankommen. Ja. So, und gerade, was sind da Käfer oder sind das dann Schädlinge, die da unten dran sind, und die dann die Viren dann verteilen? Ja, genau. Ja, hier jetzt, der jetzt gerade runtergefallen war, war ein Kartoffelkäfer. Ja. In diesem Jahr muss ich sagen, das ist mir schon von den Gärten berichtet worden. Hier gibt es ja auch viele kleine Gärten in der Nachbarschaft, die gesagt haben, Mensch, hast du noch mal irgendwas? Wir haben sehr viele Kartoffelkäfer. Es ist bei uns auf dem Acker noch nicht zu einer Plage gekommen, aber die Käfer sind da und behandelt wird das Ganze erst nachher im Larvenstadium. Ja, weil die Käfer sind relativ hart im Nehmen und aus dem Grunde ist es heute mit den Wirkstoffen, die sind ja auch nicht so irre mehr wie früher. Man hat das ja früher auch noch gekannt, da war noch ein Totenkopf drauf, sowas gibt es heute nicht mehr. Und aus dem Grunde ist das so das optimale Behandlungsstadium. So, und ähnliches ist es auch, wenn man eine Sikkation, also eine Krautabtötung vornimmt. Ja. Dann ist es wichtig, dann fahren wir auch noch mit größeren Wassermengen. Also normalerweise ist es schön, wenn man 500, 600, 700 Liter Wasser dazu nimmt, um möglichst viel zu benetzen. Ja, so, und gerade da ist es wichtig, wenn das Dach auch geöffnet wird, dass ich überall rankomme. So, und weil es gibt Mittel, die wirken auf dem Stängel und deshalb muss ich auf jeden Fall das Dach öffnen. Und es gibt auch Mittel, die mehr über das Blatt wirken. Aber nichtsdestotrotz muss ich quasi in die 2., 3. Blattetage reinkommen. Ja. So, und das ist eben wichtig, dass so ein Bestand geöffnet wird. Ja, okay. Und dazu dann die Luft, kann man das reinblasen und dann öffnet sich das. Genau.
Und vor allen Dingen, was auch das Schöne ist, ist ja, dass man die Luft auch unterschiedlich mit dem Winkel einstellen kann, je nachdem, was weiß ich, von wo der Wind kommt. Ja. So, und das ist eigentlich nochmal eine ganz interessante Sache, wo wir auch reichlich Gebrauch von nehmen. Ja. Also genau. Verstehe. So. Hier haben wir, wie gesagt, hier haben wir so einen Kartoffelkäfer drauf, den wollen wir ja nicht drauf stört haben. noch nicht so sehr, aber ne? der stört ja noch nicht und da muss man auch mit leben können. Ja. Also ist ja sozusagen so ein bisschen integrierter Pflanzenschutz. Aber wenn der dann irgendwann, wenn dann die Larve da ist, der legt ja dann seine Eier und wenn dann da Larven entstehen, dann, wie gesagt, dann behandeln wir das. Ja, starker Bestand. Prima. Ja. Und aufgrund der feuchten Witterung natürlich dieses Jahr ist das so, dass wir ja schon im wöchentlichen Rhythmus spritzen müssen. Das geht eben nicht anders. Ja. Weil Phytophthora, eben auch Krautfälle genannt, ist nur vorbeugend zu behandeln. Deshalb muss kontinuierlich eben behandelt werden. Es gibt nur einen ganz kleinen Zeitraum, dass man nach der Infektion 1 bis 2 Tage rückwirkend noch mal was bewegen kann. Aber generell muss man eindeutig sagen, ist es eben vorbeugend. So, und es ist auch nicht nur, dass man immer nur Pestizide ausbringt, wir bringen auch Blattdünger drüber aus. Und andere Hilfsstoffe, da wird heute auch sehr viel geforscht, wie man die Pflanze noch mehr vitalisieren kann, um von der Chemie etwas zu reduzieren, um eben durch die Vitalisierung der Pflanze quasi die ganze resistenter oder widerstandsfähiger zu machen. Ist das der Weg für die Zukunft, Pflanze zu stärken? Einsatz von Chemie nach unten zu bringen? Ja, das, im Endeffekt, wir haben ja Farm to Fork nach dem Motto, wir wollen ja Pflanzenschutz möglichst halbieren. Und da ist es eben schon so, dass beides ist, dass wir A, Resistenzen in die Kartoffel reinzüchten wollen und auch machen und gleichzeitig natürlich auch die Kartoffel durch Optimierung in der Bodenbearbeitung. Also das ist ja so, eine sich wohlfühlende Kartoffel wird natürlich auch weniger krank und ist natürlich auch widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse. Ja, ja. Und das ist wie beim Menschen auch, fühlt man sich richtig wohl. Dann erwischt einen die Grippe vielleicht auch nicht ganz so schnell oder die Erkältung, als wenn man vielleicht zurzeit eben nicht ganz so zufrieden ist. Ganz genau. Und so ist das bei einer Kartoffel auch oder bei jeder anderen Frucht. Also je optimaler die Umweltbedingungen gestaltet werden, umso besser und widerstandsfähiger ist sie gegen andere Umwelteinflüsse. Also das ist für uns also mit Sicherheit auch ein ganz großer Faktor, weil gefühlt haben wir quasi hier immer Wind an der Küste und aus dem Grunde können wir natürlich, wenn andere Spritzen grenzwertig schon arbeiten, können wir natürlich noch quasi unsere Spritze noch ohne weiteres noch mal ein paar Stunden länger am Tag laufen lassen. Weil ja doch, wie gesagt, die Spritzbrühe oder insgesamt weiter eben nach unten gedrückt wird. Und das ist für uns schon ein entscheidender Vorteil, weil gerade bei der Größe des Betriebes sind wir eigentlich auf jede Stunde zusätzlichen Einsatz eben auch angewiesen. Also das heißt, Sie können den Spritzzeitpunkt genauer treffen. Ja. Und Sie können die Applikation wirksamer gestalten, was für den Kartoffelbau entscheidend ist. Ja, eindeutig. Das eine ist natürlich, die Mengen, die wir ausbringen wollen, kommen auch an der Pflanze an. Das ist erstmal ein ganz großer Faktor. Das eine ist eben die Wirtschaftlichkeit, dass das, was wir einsetzen, auch wirklich auf dem Blatt und in der Pflanze ankommt. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass man die Umwelt natürlich auch entlastet. Und das ist ja im Moment auch ein ganz großes Thema. War eigentlich immer schon ein großes Thema, dass quasi die Wirkstoffe dahin kommen, wo sie hin sollen und nicht quasi durch den Wind auf Nachbarflächen, Gärten oder Ähnliches getragen werden. Verstehe. Nun haben Sie natürlich durch die Luftunterstützung eine höhere Wirksamkeit, A vom Zeitpunkt her, aber auch B durch die Wirksamkeit der Mittel. Geht Ihre Strategie da eher Richtung Einsparung oder nutzen Sie praktisch die zusätzliche Wirksamkeit für die Verbesserung des Ergebnisses aus?
Ja, sowohl als auch. Also bei den Wassermengen, also Kartoffeln werden schon oder sollen schon gerne mit 400 Liter Wasser oder so gespritzt werden. Und auf unserer Größe und auch wegen der ganzen Logistik sind wir da noch mal knapp 100 Liter drunter gegangen. Und von daher ist das auch möglich, weil wir eben so eine luftunterstützende Spritze haben mit der Twin-Force. Mittelmäßig würde ich sagen, habe ich mich bislang so ja, vielleicht im 10-prozentigen Einsparungen da bewegt. Also klarer Fokus auf die Wirksamkeit, auf Ja. die Wirkung dieser einen Behandlung, die sitzen muss. Ja, die muss sitzen, genau. Ja. Und das ist uns eben gerade wichtig, gerade auch eben in diesen hohen Anbaustufen. Ja, ich würde das schon sagen, weil es ist ja so, der Verbraucher und letztendlich sind wir ja alle Verbraucher, möchten ja hochwertige Nahrungsmittel haben, möchten die Umwelt möglichst wenig belasten mit unseren Anbauverfahren. Und aus dem Grunde denke ich, werden sich gerade diese Hochtechnologie-Sachen weiter durchsetzen, indem wir eben quasi auch diese Spritztechnik etc. immer weiter optimieren, um wirklich dann auch die Umwelt weiter zu schonen, aber gleichzeitig natürlich auch unsere wirtschaftlichen Ziele und die Qualitäten auch zu erzielen. Ja. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und aus dem Grunde denke ich, wird die Forschung in solche Technologien weitergehen. Und ich glaube auch, dass der Landwirt, ich glaube schon, also ich für meine Berufskollegen spreche, dass sie weiterhin eben darauf setzen, die Umwelt zu schonen, aber gleichzeitig müssen wir auch irgendwo Geld mit verdienen. Der Markt ist ja quasi im Moment in der Revolution durch die ganzen Kamerasysteme, die es gibt und dadurch, dass die Satellitenvernetzung mehr ist. Es ist sowohl im Hackbereich, also dass man kann Kartoffeln ja auch hacken, striegeln etc. Und da eben Kamera- und GPS-geführte Geräte hat. Was ich eben auch in der Bodenbearbeitung finde ich ganz extrem spannend, die autonome Ja. Bewirtschaftung vom Zuckerrübenanbau mit Zuckerrübenhacken etc., auch andere Früchte. Also da denke ich, da fängt ein ganz spannendes Zeitalter an. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mit dran am Ball bleiben, um da reinzuwachsen auch. Noch eine letzte Frage. Sie sprachen ja die kameraüberwachten Technologien an, sei es mit dem Satelliten, sei es mit Drohnen, um dann die Aufbringmenge hoch und runter zu bringen, sei es auch mit Kameras direkt am Gestänge. Was halten Sie von diesen Technologien, die ja im Anfangsstadium aus unserer Sicht in unserer Landwirtschaft Einzug halten, aber doch auf Messen schon häufig vertreten sind? Ja, im Kartoffelanbau ist das ja schwierig. Wir haben ja nachher eine Kultur, die im Endeffekt ja das Feld schließt und alles. Nichtsdestotrotz könnte das gerade im Anfang eine interessante Sache sein, weil ich sprach ja davon, dass wir die Virusvektoren, Blattläuse, Zikaden etc. Gerade schon ab 30% Auflauf, also wenn die Kartoffel 30% aufgelaufen ist, behandeln müssen. Und da glaube ich, sähe es nochmal auch ein Einsparpotenzial und aber auch ein Potenzial für die Umwelt drin, indem wir da quasi gerade nur die Pflanzen behandeln, die da sind und nicht die, die jetzt quasi kurz unter der Erde stehen. Ja. So, und da würde ich schon sagen, also das wäre nochmal eine interessante Sache, wenn es denn, sagen wir, in der nächsten Zeit, die Forschung ist ja da und die Technologie gibt es auch schon. Jetzt muss man sehen, wie weit das von den Firmen eben auch dann in die Praxis umgesetzt wird oder ist es vielleicht auch schon. Aber wie gesagt, das ist ja eben noch jetzt frisch am Markt. Aber das denke ich, das wird auf jeden Fall weiter Einzug halten, eindeutig. Herr Langhenke, vielen Dank für das Gespräch. Okay, ich bedanke mich auch.